Now we're about to embark on a course that's not really like any other, I can assure you of that. Wir sind drauf und dran, uns auf einen Kurs einzulassen, der nicht ist wie andere, das kann ich euch versichern. So not only has this got to be informative, it has to be fun. Drum muss es nicht nur informativ werden, sondern sollte auch Spaß machen. Now I never take life too seriously. Ich nehme das Leben nie zu ernst. So, you know, we have a lot of fun during this time because that's, as you'll learn as we go through, happiness is a source of power too. Wir werden also bestimmt auch es lustig haben immer wieder hier, weil wie ihr lernen werdet, ist auch Glück eine Art von Kraft. This hand will always pull what this one's putting in. So you've got to decide, what do I want to do with my patient? Schaut, die Linke wird immer an das ziehen, was ich rechts reingebe. Und deswegen ist es wichtig, dass man klar entscheidet, was will ich eigentlich bewirken. When we get through to dealing with different illnesses, you'll see what we do, okay? Wenn wir dann dazu kommen, die verschiedenen Krankheiten zu besprechen, werdet ihr sehen. Osteoarthritis. Osteoarthritis. Scoliosis. Skoliose. Healing wounds. Wunden heilen. What I want to do now is talk about stress. Was ich jetzt tun möchte, ist über Stress sprechen. If you're treating someone with an eye problem, 20 minutes maximum. Okay? Denkt dran, wenn ihr jemanden mit Augenproblemen behandelt, sind 20 Minuten das Maximum. And let's move on to the normal slow deterioration in sight. Dann gehen wir weiter zu der normalen, langsamen Verschlechterung im Sehen. We're going to talk about tinnitus because that's a big problem with some people. Im Moment sprechen wir über Tinnitus, weil das ist für manche Menschen ein großes Problem. Neck muscles. Jetzt befassen wir uns mit Nackenmuskulatur. Thanks. Whiplash is very easily dealt with. Mit Schleudertrauma ist es ganz leicht umzugehen. And there is no reason why people should suffer for weeks, months and sometimes years with whiplash problems. Und es gibt keinen Grund, dass Menschen während Wochen oder Monate oder Jahre manchmal an Schleudertrauma Schmerzen leiden müssen. It is so easy to correct. Und es geht so leicht, das richtig zu stellen. Slowly we're going to go right the way through the body and how to move, organize or release muscles. You know, that's what we're doing. Wir arbeiten uns langsam durch den Körper, um herauszufinden, wie man die Muskeln, die verschiedenen Muskeln entspannt und organisiert und so weiter. If someone has a problem like diverticulitis or the stomach's running too fast, wenn jemand Probleme hat mit zu schnellem Durchlauf in der Verdauung oder Divertikulitis, also Entzündung in den Darmzotten, you need to tighten the stomach, the intestines. Da muss man die Eingeweide, also die Verdauungsorgane anspannen. Now we're going to do legs. Now they're a bit different. Und jetzt kommen wir zu Beinen und da ist es ein bisschen anders. We're going to talk about migraine Nun sprechen wir über Migräne and headaches. und Kopfschmerzen. Someone's come to me and we assume, I like it when they're just starting a migraine. Okay? You don't have one, so don't worry about it. Jemand sucht mich auf und am liebsten mag ich es, wenn die Person kommt, wenn die Migräne gerade am Entstehen ist. So what I do, I put my right hand over the head. Dann halte ich meine rechte Hand über den Kopf. And I say, just tell me if there's any change. Und dann sage ich, sag mir einfach, wenn sich was verändert. And very quickly say, Malcolm, it's getting worse. Und sehr schnell sagen die dann, Malcolm, es wird schlimmer. And I think, good. Dann denke ich, gut. Because if it starts getting better, it's not a migraine, they've got a stress problem. Weil wenn das eine Besserung bewirkt, dann handelt es sich nicht um Migräne, sondern ist ein Stressproblem. So, hand over the head, they say it's getting worse. Also Hand über den Kopf und die sagen, es wird schlimmer. Then I use my left hand and I place it at the base of the neck. Start there. Dann brauche ich meine linke Hand und lege sie an die Basis des Schädels. Then I start to move my fingers down at about 10 centimeters, 5 centimeters at a time, no more.
Es war That's not 5, is it? Basis des Halses, Entschuldigung. Und ich gehe schrittweise so in Abständen von 5 Zentimeter abwärts. Like this. Like, say, tell me how it feels. Malcolm, it's still getting worse. Tell me how it feels. Dann sage ich immer wieder, sag mir, wie sich das anfühlt. Malcolm, es wird schlimmer. Sag mir, wie sich das anfühlt. If I get down to there and it's still getting worse, wenn ich bis da unten komme und es noch immer schlimmer wird, then I work across the shoulders. Dann arbeite ich mich den Schultern entlang. On 1 or 2 occasions the problem has been here, but that's not normal. That's not usual. In 1, 2 Fällen war das Problem tatsächlich in den Schultern, aber das ist ungewöhnlich. Eventually I'm going to put my fingers on a place. How does that feel? And the patient say, oh, that's better. Irgendwann liegen meine Finger auf einem Punkt, wo der Patient sagt, oh, jetzt wird's besser. Okay, so that means the problem is between the 2 points. The previous point where it was getting worse and this point where it's now feeling better. Das bedeutet, dass das Problem zwischen den 2 Punkten liegt, dem vorherigen Punkt, wo es noch schlimmer geworden war, und dem jetzigen, wo es besser wird. If you're treating children, remember that they're very delicate, they're very small, and they don't need many minutes healing. They don't need half an hour, you know. Wenn ihr Kinder behandelt, denkt dran, die sind ganz zart, sehr klein und die brauchen nicht lange Heilung, also die brauchen nicht eine halbe Stunde. And you heal them, if it's just a general healing and they're not very well. And the way I do this and it works is start at the head, there's the baby on the table, okay? Start at the head and just slowly bring your hand down. If it's an infection, you're going to be using your left hand, because you want to bring, okay? If it's the right, if they want to put something in, just slowly bring the right hand from head to foot, okay? Bei einem Kind, das da so vor mir liegt, mache ich es normalerweise so, dass wenn ich eine generelle Heilung machen möchte, etwas einbringen, reingeben, dann fahre ich sanft vom Kopf bis zum Fuß dem Kind entlang. Und wenn es sich um eine Infektion handelt, dann brauche ich dafür die linke Hand. And as I tell every parent, the greatest healer that any child will know is its parent, usually mother, but not necessarily, mother. Wie ich allen Eltern sage, ist der beste Heiler für ein Kind sind die Eltern. Häufig die Mutter, aber nicht unbedingt. The love a mother has for a child reaches all levels, emotion, instinct, spiritual, everything. Die Liebe, die eine Mutter hat für ihr Kind, erreicht alle Ebenen, das Emotionale, das Spirituelle, einfach alles. So I like to show mother what to do. Darum zeige ich gerne der Mutter, was man tun kann. With very small children, I will do it, but then say, mother, you can do this, which they can. Bei sehr kleinen Kindern, da zeige ich, wie man es macht, aber dann sage ich zur Mutter, das kannst du auch, mach du es mal. You should be able to look at people and know what accidents they've had in life. Man sollte imstande sein, Menschen anzuschauen und zu sehen, was die im Leben für Unfälle gehabt hatten. I can see people walking along the street and know what accidents they've had. Ich kann sehen, wie Menschen der Straße entlang gehen und weiß, was sie für Unfälle erlitten haben. Now, if you see someone walking along the street, wenn man jemanden in der Straße sieht, okay, hands behind the back, Hände hinterm Rücken, leaning forward, nach vorne gelehnt, head back, Kopf zurück, walking like this. Right? You watch, there are people that walk like that, they lean forward, got their hands behind the back, and they walk like this. Menschen, die so nach vorne gelehnt, Hände hinterm Rücken der Straße entlang gehen. Why do they do that? Warum machen die das? Can't be comfortable. Es kann nicht bequem sein. Right? People come into my practice across there, and I watch how they walk, then I know what happened to them. So what happened to that person? Menschen kommen in die Praxis und ich sehe, wie sie gehen, und dann weiß ich, was ihnen geschehen ist. Und was ist dieser Person passiert? When they were little, usually before puberty, they've fallen forward.
Als die klein waren, normalerweise vor der Pubertät, sind die nach vorne gefallen. Now there's a video in their mind of falling forward. Und nun haben die ein Video im Kopf vom nach vorne fallen. And that video is pulling them forward all the time. Und dieser Video zieht sie beständig nach vorne. If your animals are sick, Wenn man kranke Tiere hat, they will often come to you. kommen die oft zu einem. And all you've got to do is just put your hand over them. No need to touch them, just put your hand over. Und das Einzige, was man dann tun muss, ist, die Hand über das Tier zu halten. Es muss nicht berührt sein, einfach drüber. And they will position themselves under your hand where they need to be. Und die werden sich selber unter der Hand so positionieren, wo sie eben genau sein müssen. And if you're unsure which hand to use, put both there. They'll position themselves under the correct hand. Und wenn ihr nicht sicher seid, welche Hand ihr nehmen sollt, dann haltet mal beide hin, dann wird sich das Tier da schon am richtigen Ort hinlegen. Now they don't need very long. Und die brauchen nicht sehr lange. And if suddenly the cat gets up and walks away, you don't think, hey, I've not finished yet, and grab its tail and pull it back. Und wenn plötzlich die Katze dann aufsteht und wegläuft, dann denkt nicht, hey, ich bin aber noch nicht fertig und zerrt sie zurück. You can think of the body in 4 parts. Man kann den Körper als ein vierteiliges Ding denken. Here you've got anything to do with thought. Hier hat man alles, was mit Gedanken zu tun hat. If someone's, the lungs are to do with balance. Die Lungen, die haben mit Gleichgewicht zu tun. Below the diaphragm, Unterhalb des Zwerchfells, okay, is to do with emotion. da liegen die Emotionen. And the hips, Und die as I Hüften told you, to do with structure. haben zu tun mit der Struktur. And you want to keep that at the back of your mind, because in future workshops you'll see how we use this in different ways. Das ist ratsam, das im Hinterkopf zu haben, weil wir in zukünftigen Workshops das auf verschiedenste Arten immer wieder antreffen und einsetzen. Now we're going to change the situation totally. A little time we got left. Jetzt verändern wir die Situation total. One thing we haven't discussed is the character type of the person you're going to treat. Das eine, was wir nicht besprochen haben, ist die Charaktertypen der Menschen, die wir behandeln. Now generally there are 3 types of characters. Generell gibt es 3 Charaktertypen. I mean there are as many types of characters as there are people on the planet. Es gibt so viele Charaktertypen wie Menschen auf dem Planeten. But in our Western world they can be roughly put into 3 categories. Aber in unserer westlichen Welt kann man sie so grob in 3 Kategorien einordnen. 3 categories are, there's the assertive type of character. Zum ersten ist da der selbstsichere Charaktertyp. I'll come back and discuss them all in a minute. There's the emotional type of character. Es gibt den emotionalen Charaktertyp And there's a passive type. und es gibt den passiven Typ. There is nothing you see me do that you can't do. Und es gibt Really? nichts, was ihr bei mir seht, was ihr nicht selber auch machen könnt. Just believe in you as much as I do. Glaubt einfach an euch so sehr, wie ich an euch glaube. Ha! Isn't life fun? Nicht Spaß. It is! I love this work, it's so fantastic! Ich liebe diese Arbeit, sie ist so toll. Yeah! Okay, Okay, that brings us to the end of these first 2 days. das führt uns zum Ende dieser ersten 2 Tage. Next time I'll teach, the next course, number 2, is how to release emotion. Bei Nummer 2 geht es darum, wie man Emotionen freisetzt. And all the different ways to deal with it and how you track down to the cause of a problem. Und wie man damit umgehen kann, die verschiedenen Arten dafür und wie man die Ursache eines Problems rauskriegt. That's fun. Macht Spaß. Yeah, it's how the emotional mind works. Es geht darum, wie der emotionale Geist funktioniert.
So, thank you for being here. Thank you again to Danke, Christine. dass It was ihr always hier wart. fantastic. Thank you, Christine. Danke. Also Norbert, who quietly cleans up and looks after us. Norbert, Thank you, Norbert. And thank you for being here, because I look so stupid on my own. danke, dass ihr da wart. Thank you. Travel safely. Reist in Sicherheit.